Hallo Leute, im heutigen Video testen wir ein paar neue Make-up-Produkte, mit denen ich diesen Look geschminkt habe. Ich würde mal mit dem neuen Concealer starten, und zwar ist das der Eye Bright Illuminating Under Eye Concealer in der Farbe Light von Make-up Revolution. Ich mag ja solche eher schieren Concealer, die jetzt keine krasse Deckkraft haben und jetzt auch nicht zu dick und pastös sind. Da habe ich ja auch einen ganz großen Favoriten, der so ein bisschen teurer ist im Vergleich zu dem, und zwar ist das der First Aid Beauty Avocado Concealer. Der ist wirklich, wirklich großartig, vor allem für eher trockene Augenhaut. Deswegen hoffe ich, dass das eventuell eine etwas günstigere Alternative dazu sein könnte. Der kommt mit so einem kleinen Schwämmchen-Applikator daher, habe ich noch nie ausprobiert. Bin gespannt, wie sich das so machen wird. Aber das Einzige, was ich ein bisschen beunruhigend finde, ist, wie der Concealer hier drin aussieht. Also die Phasen scheinen sich schon teilweise getrennt zu haben. Es sieht ein bisschen eklig aus. Ich werde es trotzdem mal ausprobieren. Ich meine, no risk, no fun. Eigentlich muss man den nach unten halten beim Drehen. Okay, dann wünscht mir mal Glück. Oh, das Schwämmchen ist relativ hart. Seht ihr den Unterschied zu vorher? Ich sehe gar nichts. Ich mache mal noch ein bisschen was drauf. Sieht ja aus, als hätte ich mir so ein bisschen Augencreme aufgetragen. Für den Ton werde ich heute die Too Skin Foundation von Catrice verwenden. Das ist jetzt nicht unbedingt meine allerliebste Foundation, aber ich versuche sie dennoch nach und nach aufzubrauchen. Falls euch eine detaillierte Review dazu interessieren sollte, ich verlinke euch mein Video oben in dem i und unten in der Infobox. Jetzt kommen wir wohl zu dem spannendsten Teil, und zwar ist das die neue Essence Rapunzel Palette. Und wenn ich hier kurz hinten auf die Inhaltsstoffe blicke, dann ja, wird mir doch ganz anders. Ich habe die Palette über einen Zweithändler bestellt, also ich habe nicht direkt bei Essence bestellt. Und muss gerade feststellen, dass in dieser Palette deklarationspflichtige Duftstoffe drin sind. Also wenn ich eine Info zu den anderen Paletten finde, ob da auch deklarationspflichtige Duftstoffe drin sind, dann blende ich euch das hier ein. Ich weiß einfach nicht, was ich dazu sagen soll. Ich hatte eigentlich eher das Gefühl, dass wir uns davon wegbewegen, Lidschattenpaletten zu parfümieren. Ich kenne das nur von Too Faced und fand das damals schon bei der Peach Palette total strange, dass die so nach Pfirsich roch. Aber dass Essence jetzt auch hier deklarationspflichtige Duftstoffe reingemacht hat, finde ich ein bisschen uncool. Und der Zweithändler hat leider keine Inhaltsstoffe auf der Webseite angegeben. Das heißt, ich habe blind vertraut, blind bestellt und ja, bin jetzt natürlich ein bisschen enttäuscht, dass das passiert ist. Ich weiß von Essence, dass die ihre Inhaltsstoffe ordentlich auf der Webseite deklarieren, weshalb ich mich fragen muss, warum der Zweithändler das nicht gemacht hat. Ich werde sie trotzdem ausprobieren, zur Not kann ich sie weiter verschenken, aber das müsst ihr unbedingt im Hinterkopf behalten, dass zumindest diese Palette deklarationspflichtige Duftstoffe enthält. Boah, das riecht so eigenartig, ich kann euch den Geruch gar nicht beschreiben. Also es ist nicht gut. Es ist kein Geruch, den ich irgendwie zuordnen könnte. Es riecht einfach so, als hätte man versucht, irgendeinen unangenehmen Eigengeruch zu überdecken, und das nicht sonderlich gut. Dass hier ein Spiegel mit drin ist, finde ich wirklich, wirklich gut, weil ich die tatsächlich sehr, sehr gerne verwende. Das Einzige, was ich gerade nicht weiß, ist, was ich schminken soll. Okay, ich packe meinen Pinsel mal in Enthusiastic. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, ihr seht dann irgendwas. Ich habe als Grundlage wie immer, beziehungsweise wie so oft, die P. Louise Base verwendet. Staubt auf jeden Fall ein bisschen in der Lidschattenpalette, aber lässt sich ohne Probleme auftragen und verblenden. Dann nehme ich so einen etwas kleineren Pinsel und gehe in Kingdom. Ich habe hier unten von der dunklen Farbe auf jeden Fall ein bisschen Fallout. Das habe ich normalerweise bei meinen anderen Lidschattenpaletten nicht wirklich. Also zum Beispiel bei den BH Cosmetics Paletten kenne ich das überhaupt nicht. Also damit bin ich echt gar nicht happy, muss ich euch sagen.
Die haben echt kaum Power. Probiere ich nochmal einen anderen Schimmerton aus. Ich glaube, ich gehe in Tower. Mir ist beim Schminken einiges runtergerieselt, also ich denke, ihr könnt das ganz gut erkennen. Mich persönlich stört das jetzt nicht allzu arg, aber ich weiß, dass es Leute gibt, die das nicht ganz so gerne mögen. Ich habe hier noch die Jasmin Lashes und muss sagen, dass die ganz schön heftig aussehen. Habe ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet. Ich klebe sie trotzdem mal fix auf, dann machen wir noch den ganzen Rest fertig und ich sage euch, wie meine ersten Eindrücke zu den Produkten sind. Und zum Schluss habe ich hier noch den Pocahontas Lip Balm von Catrice und der riecht leider auch sehr, sehr intensiv, total künstlich, alt, also so richtig wie alte Gardinen. Er sieht zwar wunderschön aus, da hat ja an der Seite solche goldenen Schimmerpartikel, was wirklich hübsch aussieht, aber den Duft hätte man sich echt sparen können. Schmeckt so ein bisschen, als würde man auf ein Plastikspielzeug beißen. Das erinnert mich an irgendwas. Ist nicht sehr angenehm. Also ist auch relativ schier. Fühlt sich auch super fettig und wachsig an. Das wäre jetzt auch kein Lip Balm, den ich so verwenden würde, weil der sich wirklich sehr, sehr fettig, wachsig anfühlt. Ich glaube, das mag ich nicht so gern. Kommen wir jetzt zu meinen abschließenden Gedanken und ein Produkt, das ich euch heute nicht im Video gezeigt habe, weil ich bereits mit meinen fertigen Augenbrauen gestartet bin, ist dieses hier. Und zwar ist das die Revolution Pro Eyebrow Cushion in der Farbe Chocolate. Und ich habe euch ja in meinem Aufgebraucht-Video erzählt, dass ich eine Alternative zu dem NYX Professional Lift and Snatch Eyebrow Pencil suche, weil ich den wirklich großartig finde. Und das hier könnte wirklich eine sehr, sehr gute Alternative werden. Ich habe ja einige andere Produkte ausprobiert und keins ist auch nur in die Nähe von dem Eyebrow Pencil von NYX rangekommen. Aber das hier funktioniert wirklich gut. Es ist natürlich kein Stift, sondern das ist halt so eine Cushion-Form. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt von den koreanischen Cushion Foundations. Hier drin ist wie eine Art Schwämmchen drin, das die Flüssigkeit, beziehungsweise das ist eher so ein Cremeprodukt, beherbergt. Aber es ist halt nicht wie dieses typische Augenbrauenwachs oder die Augenbrauenpomade oder sowas, sondern es ist schon cremiger und flüssiger, wodurch man eben auch die Pinselstriche, braucht natürlich auch einen sehr, sehr dünnen Pinsel dafür und da kann ich euch diesen hier sehr ans Herz legen und zwar ist das der Mykitco Pro My Tiny Liner. Der ist wirklich sehr, sehr dünn und hat einfach diese typische Pinselspitze. Und damit konnte ich heute wirklich wunderbar hier reingehen und mir hier vorne, wo die Härchen fehlen, die Härchen richtig schön nachzeichnen. Und das sieht vom Ergebnis eigentlich haargenau so aus wie mit dem NYX Professional Lift and Snatch Brow Pencil. Also das hier könnte auf jeden Fall eine richtig gute Alternative werden. Und ich habe meine Augenbrauen vorher mit einem Haargel behandelt und zwar, wartet mal, ich zeige es euch, mit diesem hier, das ist das Balea Made Invisible Look Styling Gel. Das finde ich wirklich gut. Ich habe einige Eyebrow Gels und sowas ausprobiert, aber dadurch, dass meine Augenbrauenhärchen sehr, sehr lang sind, gibt es kaum Produkte, die sie im Zaum halten können. Und ich weiß, dass sehr viele auf dieses Got2b Styling Gel setzen, aber da sind haufenweise deklarationspflichtige Duftstoffe drin und das möchte ich einfach in meinem Gesicht nicht unbedingt drauf haben. Deswegen habe ich das als Alternative ausprobiert und finde es wirklich gut. Das hier wiederum hat mir so gar nicht gefallen, weil es einfach kaum Deckkraft hat. Selbst wenn ich versucht habe, das aufzubauen, sah es am Ende einfach nicht sonderlich schön aus und wurde zunehmend trockener im Augenbereich. Also auch für meinen eher trockenen Augenbereich ist das ungeeignet und kommt definitiv nicht an meinen First Aid Beauty Concealer ran.
Der Lip Balm von Catrice gefällt mir leider auch nicht ganz so gut, weil er sich sehr schwer und schmierig auf den Lippen anfühlt und auch der Duft ist ein ziemlicher Abturner. Die Farbe und das Design sind zwar schön, aber der Rest passt für mich einfach nicht. Die Rapunzel Lidschattenpalette von Essence ist performance-technisch auch nicht ganz so meins und die Tatsache, dass hier deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten sind, finde ich nicht ganz so pralle, aber mir gefällt die Color Story, mir gefällt der Look, den ich mit dieser Palette gezaubert habe, nur die Lidschatten sind halt so ein bisschen schwierig. Die Schimmertöne sind super trocken und müssen am besten in mehreren Schichten, auch feucht, aufs Auge aufgetragen werden, damit man sie überhaupt wahrnehmen kann. Die matten Töne sind okay, ließen sich auch okay verblenden und auch ineinander blenden, aber ich habe hier einfach andere Paletten, die ich lieber mag. Die Jasmin Lashes sind auf jeden Fall okay, auch wenn sie mir persönlich einen Ticken zu lang sind. Ich mag es nicht ganz so gern, wenn das hier oben zu doll anstößt, aber das kommt natürlich auch auf die eigene Augenform und persönliche Präferenzen an. Das war's schon mit dem heutigen Video. Ich hoffe sehr, dass es euch ein bisschen vom Alltag abgelenkt hat und schreibt mir doch gern unten in die Kommentare, was ihr von der neuen Kollektion von Essence und Catrice haltet, ob ihr bereits was davon getestet habt und welche Erfahrungen ihr damit gemacht habt und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video.